Das ist der kleinste 4K Cinewoop, der eine DJI O3 E-Unit trägt. Geflogen mit der Radiomaster TX16S Funker und der DJI Goggles 2. Ich bin direkt bei meinem ersten Flug überrascht gewesen, wie gut der kleine Woop fliegt. Trotz der 37 Gramm schweren DJI O3 E-Unit. Wie kann das sein mit so kleinen 1102 Motoren? Ich dachte zuerst, dass ich nur ruhig damit fliegen kann, aber nein, man kann sogar kleine Freestyle-Loopings damit fliegen. Und ich komme mit dem 450 mAh Akku auf ca. 4 Minuten Flugzeit. Das ist super. Nicht wundern, das Pavo-Frame vom Beta FPV kann man noch nicht kaufen. Mein ist ein Bausatz gewesen, so habe ich von Beta FPV ein Framekit bekommen. Mit 9 1102 Motoren mit 14.000 kV. Das Frame besteht aus einer Carbonbodenplatte, die 1,6 mm dünn ist und nur 3,17 Gramm wiegt. Dazu kommt der Propellerschutz mit der Akkuhalterung. Das Plastikframe ist schon sehr dünn. Der schwarze Rahmen, also die Halterung für die DJI O3 Lufteinheit, ist noch aus einem gedruckten Carbonmaterial, also noch ein Prototyp. Der Mini Pavo wird mit einem 2S-Akku geflogen. Bei der DJI O3 E-Unit wird die Originalantenne durch zwei einfache lineare Antennen ausgetauscht. Ich habe noch einen alten 2S-Flugcontroller mit Express LRS an Bord. Beta FPV plant hier einen neuen V3 2S-Flugcontroller anzubieten, der für Digital-HD-Systeme optimiert wurde. Der neue Flugcontroller soll keinen OSD-Chipsatz mehr haben. Stattdessen wird ein starker 5 Volt 3 Ampere Spannungsregler eingesetzt und eine Blackbox mit 16 MB. Die 1102 Motoren wiegen 11,64 Gramm und werden mit 3 Blatt Gemfen 45 mm Propellern geflogen. Die Stromversorgung der O3 E-Unit ist direkt an dem 2S Akkuanschluss. Die OSD-Informationen werden über die serielle Schnittstelle 1 übertragen. Hier sieht man die eingebaute DJI O3 E-Unit in dem Carbon 3D gedruckten Prototyprahmen. Später soll es ein kürzeres Kabel geben zu der DJI-Kamera. Die O3 E-Unit wiegt knapp 38 Gramm. Dazu kommt der Flugcontroller, Motoren mit dem Frame und später der 2S-Akku. So sieht der zusammengebaute Quad aus. Die DJI O3 E-Unit wird über 4 Schrauben an das Frame befestigt. Zwischen den unteren Frame und der O3 E-Unit sind Gummi-Vibrationsdämpfer eingesetzt, die man ja schon vom Flugcontroller kennt. Und so sieht der 75 mm Cinewoop aus mit der DJI O3 E-Unit. Super klein und zierlich. Hier muss man davon ausgehen, dass der Cinewoop keinen Crash überlebt. Nicht mal die DJI-Kamera-Linse ist geschützt. Also muss man viel vorsichtiger beim Fliegen. Die DJI-Kameralinse kann man nicht einfach austauschen. Also müsste man dann direkt die ganze Kamera mit dem 4K-Chip austauschen, was schön teuer wäre. So würde ich den Mini Pavo Cinewoop nur erfahrenen Piloten empfehlen. Hier sieht man, dass die DJI O3 Kamera locker mit dem Vibrationsdämpfer an das Frame montiert ist. So werden die Vibrationen vom Frame isoliert. Trotzdem sieht man immer kleine Vibrationen in der DJI Goggles. Dank der Rocksteady Stabilisierung sieht man in der Videoaufnahme aber kein Zittern mehr. Die linearen Antennen liegen oben auf dem Rahmen in dafür vorgefertigte Rillen. Hier sieht man, wie dünn und weich der Propellerschutz ist. Der sollte nur die Propeller vor Berühren mit einer Wand schützen. Aber der Propellerschutz überlebt keinen Sturz. Beta FPV bietet eigene 450 mAh 2S Akkus an, die 27 Gramm wiegen. Diese Akkus sind identisch mit den Tattu 450 mAh 2S Akkus. Ein 520er GNB Akku passt in das Frame noch rein. Dickere Akkus wie der Tattu L1 Akku mit 550 mAh passt hier nicht mehr rein. Da hilft nur noch das Aufschneiden von der Akkuhalterung und ein Akkustrap. Wie Beta FPV behauptet hat, ist der Cinewoop tatsächlich ein Sub 100 Gramm 4K Cinewoop mit dem 450er Akku. Teilweise wiegt der Akku aber unterschiedlich. Zwei Vorteile hat der kleine 4K Cinewoop. Er ist super klein
und nicht so laut. Die Lautstärke ist deutlich weniger als eine DJI Avata oder ein Gap RC Cinelog 20 mit dem dicken 4S Akku. Wie in meinem letzten Video vielleicht gesehen, fliegt der Cinewoop fantastisch gut. Soweit ich weiß, möchte Beta FPV bald das Mini Pavo Frame für die O3 E-Unit anbieten. Für ein paar 4K Videoaufnahmen, ob indoor oder draußen, finde ich den 100 Gramm leichten Beta FPV Cinewoop sehr gut. Das teuerste an dem Quad ist aber die DJI O3 E-Unit und da kostet so ein Cinewoop über 300 Euro. Und robust ist das Frame überhaupt nicht. Für die meisten ist vielleicht der Gap RC Cinelog 20 die bessere Alternative, auch wenn der schwerer und lauter ist mit dem 4K Akku. Also viel Spaß beim Fliegen.